Hallo und Servus zusammen. Heute zeigen wir euch ein paar unserer neuesten Produkte für die BMW R1300 GS. Einmal schauen wir uns die Telelever-Lagerabdeckung an. Dann befestigen wir unsere Seitenständervergrößerung. Und aus vorherigen Videos zur R250 GS und R1300 GS kennt ihr schon unsere Radox-Abdeckung, welche wir euch hier genauer vorstellen. Und zum Schluss bauen wir unser Gabelsturzpad an. Unsere R250 GS. Zusätzlich aber erkläre ich euch, warum wir häufig eloxiertes Aluminium verwenden, was Eloxieren überhaupt ist und welche schlauen Features das ein oder andere Produkt von uns hat und warum das eure BMWs und deren Werthaltigkeit zugutekommt. Also, los geht's! Wir starten mit unserer silber- bzw. natureloxierten Telelever-Lagerabdeckung. Zum Entfernen des Plastikdeckels kann man den Rahmen zum Beispiel mit Faserklebeband schützen. Dann seht ihr hier unsere silber-eloxierte Telelever-Lagerabdeckung. Der O-Ring ist natürlich im Lieferumfang enthalten, aber vor allem möchte ich euch auf das kleine Loch bzw. die kleinen Löcher in unseren Telelever-Lagerabdeckungen hinweisen. Unsere Abdeckung verschließt und verschönert nicht nur das Loch im Rahmen, sondern mit einer Ausgleichsbohrung stellen wir auch noch sicher, dass keine Feuchtigkeit an Stellen bleibt, wo sie nicht sein soll. Das Set besteht natürlich aus 2 Stück Telelever-Lagerabdeckungen für rechts und links. So sieht eure R1300 GS edel und hochwertig aus und wird es auch nach Jahren und Jahrzehnten noch sein. Bei der Seitenständervergrößerung müsst ihr die Schrauben zwingend mit Schraubensicherungsmittel versehen, damit sich die Schrauben nicht im Laufe der Zeit herausvibrieren können. Mittelfestes Schraubensicherungsmittel ist vollkommen ausreichend. Warum verwenden wir allgemein sehr oft Aluminium und warum hier am Seitenständer im Speziellen? Weil Aluminium ein paar hervorragende Vorteile mit sich bringt, wie zum Beispiel weniger Gewicht als Stahl und Edelstahl und es kann nicht rosten. Beides ist hier am Ende des Seitenständers sehr wichtig. Warum eloxiert ihr all eure Aluminiumprodukte? Erstens ist Eloxieren nicht nur wie zum Beispiel Lackieren eine Schicht Farbe auftragen, sondern die Färbung findet auf der Oberfläche, aber auch in der Tiefe des Materials statt. Bekommt dann die Oberfläche im Laufe der Jahre einmal einen Kratzer oder ähnliches, ist bei eloxiertem Aluminium so gut wie nichts zu sehen. Lackabplatzer hingegen sind ärgerlich. Mit unseren eloxierten Aluminiumprodukten bleibt eure GS nach Jahren und Jahrzehnten noch werthaltig und wunderschön. Natürlich ist unsere Radox-Abdeckung auch aus eloxiertem Aluminium gefertigt, erhältlich in Schwarz oder Silber. Warum Aluminium und warum Eloxieren hier genau die richtige Wahl für ein hochwertiges und langlebiges Produkt ist, kennt ihr schon aus der Anbausequenz der Seitenständervergrößerung vorher, beziehungsweise könnt ihr es euch dort anschauen, wenn es euch interessiert. Zuerst wird die Haltestange an einer Seite der Radox-Abdeckung angebracht. Mit den Unterlegscheiben kann man die Distanz zwischen den 2 Abdeckungen einstellen. Dann wird diese Seite in die Felge eingesetzt. Von der Abdeckung für die Kardanseite wird erst die Transportmutter entfernt.
Dann wird diese eingesetzt und verschraubt. Sehr geil. So muss eine edle und hochwertige GS aussehen. Links davor seht ihr noch unser Kardan-Sturzbett. Hier seht ihr unser Gabelsturzbett mit dem benötigten Werkzeug. Zuerst wird ein Sturzbett mit dem Adapterstück auf die Strebe aufgebracht. Welche dann durch die Vorderachse geschoben wird. Das gleiche wird nun auf der anderen Seite wiederholt und festgezogen. Die Felgenrandaufkleber und den Werkstattteppich findet ihr ebenfalls bei uns im Shop www.mhornig.de. Alle Produkte verlinke ich euch in der Videobeschreibung und in den Kommentaren. Wenn ihr die neuesten Produkte, Tipps und Tricks und das Neueste vom BMW Motorrad nicht verpassen wollt, dann lasst gerne ein Abo da. Servus und bis zum nächsten Video.